So, nach einigen Schwierigkeiten mit der Technik sage ich erstmal Hallo. Ja, guten Morgen zusammen. Hi. Ja, wir sind endlich mal wieder auf der Bahn. Nach kurzen anfänglichen Schwierigkeiten, denn ist ja auch schon wieder lange her und unser Holly hat sich fast die Reifen platt gestanden. Also Ja. das war die erste Meldung, die kam, Reifendruckkontrolle. Zu wenig Reifendruck, muss man dann eben erst die nächste Werkstatt anfahren. Alles erledigt. Und jetzt sind wir auf dem Weg in die Eifel. Ja, in meinen alten Studienort Bad Münstereifel. Da wollen wir mal schauen, wie der Weihnachtsmarkt aussieht. Ja, ich war da auch noch nie. Ich bin mal gespannt. Ich liebe Weihnachtsmärkte. Wir haben schon einige so im Laufe der Jahre besucht. Aber Bad Münstereifel ist sowieso ein wunderschöner Ort. Und da bin ich jetzt mal gespannt, vor allen Dingen nach der Flutkatastrophe, wie weit die Leute da wieder so ein bisschen ihren Alltag gefunden haben. Genau, wir müssen ja auch mal sehen, eben wie gesagt, nach der Flutkatastrophe 2021 ist ja auch der Wohnmobilstellplatz da weggespült worden. Den gibt es jetzt nicht mehr, also Bad Münstereifel hat noch keinen neuen eingerichtet. Ja, die haben auch wahrscheinlich andere Probleme erstmal zu lösen gehabt. Tja, aber der große Parkplatz am Schwimmbad soll also auch dafür gedacht sein, dass man mit dem Wohnmobil übernachten kann. Ja, also ich habe im Internet einige User mit Kommentaren verfolgt und die sagen, das wäre da ganz toll. Ja. Also keine großartige Versorgung natürlich, aber ist in der Nähe der Stadt. Man hat da einen kleinen Fußweg, wo man dann automatisch in die Stadt kommt. In der unmittelbaren Nähe ist auch ein Aldi, also kann nicht viel passieren. Genau, ja, das schauen wir uns mal an und wenn wir da sind, werden wir euch noch mal weiter berichten, wie es da aussieht. Auf jeden Fall. Also, bis dann. Wir sind jetzt auf der A61 unterwegs, verlassen diese jetzt aber hier und biegen auf die A1 ab, Richtung Euskirchen, Richtung Eifel. Jetzt nehmen wir die Abfahrt Bad Münstereifel und ja, es sieht leider nicht so schön aus wie Frühjahr, Sommer oder Herbst, denn um diese Jahreszeit jetzt überwiegen hier einfach die grauen Brauntöne. Vor uns im Tal taucht jetzt auch schon Bad Münstereifel auf. Ja, es zählt ja zu den wenigen mittelalterlichen Städten, die von einer fast vollständig erhaltenen Stadtmauer umgeben sind. Diese historische Mauer ist übrigens auf einer Länge von 220 Meter begehbar und hat 4 Stadttore, 16 Wehrtürme und 2 Wassertore. Die Aussichtspunkte bieten übrigens eine grandiose Aussicht auf die Altstadt und ein Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall. Den haben wir auch schon vor einiger Zeit mal hinter uns gebracht. Also nur zu empfehlen. Wir kommen ja von der A1 und folgen einfach der L165 bis nach Bad Münstereifel hinein. Und dann am großen Kreisverkehr biegen wir dann rechts ab. Da ist dann aber auch der Stellplatz und das Eifelbad schon ausgestellt. Wir sind jetzt rechts am Aldi oder haben Aldi jetzt rechts liegen lassen und biegen hier nicht links auf den ersten Parkplatz ein, sondern fahren doch noch etwas weiter geradeaus über eine kleine Brücke und dahinter dann sofort links auf diesen großen Parkplatz. Der ist auch nicht zu übersehen. Ja, hier im vorderen Teil des Parkplatzes, wo so wenig Autos stehen, da sind die Zahlautomaten. Also da ist das Parken kostenpflichtig. Und weiter hinten kommt dann ein Teil, der ist kostenlos. Da stehen dann die meisten Autos und dahinter ist dann ja, ein Teil, der eben für Wohnmobile ja nicht unbedingt reserviert ist, aber da halten sich die PKWs dann doch
weitestgehend zurück. Also da findet man auf jeden Fall immer noch ein Plätzchen. So, ja, es ist Winter, 1 Grad, sehr kalter Wind. Wir sind jetzt hier gerade in Bad Münstereifel angekommen, auf dem großen Parkplatz am Schwimmbad. Und im hinteren Bereich, wo wir jetzt stehen, ist das Parken kostenlos. Und wie ihr seht, stehen hier auch noch einige andere Wohnmobile. Aber es ist Freitagmittag, 15 Uhr, und hier ist noch jede Menge Platz vorhanden. So, aber jetzt werde ich erstmal die Winterabdeckung vorne auf die Scheibe aufbringen, damit es im Wohnmobil auch schön warm bleibt. So, wenn man dann angekommen ist, muss man erstmal ein bisschen runterkommen. Und ein bisschen wohnlich machen. Genau, das kann man natürlich am besten bei einem leckeren Tee, bei einem heißen Tee. Mit ein bisschen Jagertee. Okay. Man muss sich ja aufwärmen, ne? Ja, ja. Leckeres Plätzchen, Genau. schöne Weihnachtsbeleuchtung. Ja, da sind wir schon mal in Weihnachtsstimmung, sind angekommen. Nachher wollen wir noch aber wir in den sind ziemlich lange gefahren. Wir Ja. sind also fast eine Stunde länger gefahren als normal. wahnsinnig viel Verkehr. Wahnsinnig viel Verkehr, Baustellen, ja. Unfälle, Ja, ja, Staus. genau. Ja. Also, Also, war nicht ohne. Nö, das ist nicht so ein Easy-Going hierhin. Jetzt, sag ich mal, kaum ist man auf der Autobahn, geht das bei uns ja auch schon los. Wir haben ja schon direkt gesagt, boah, viel Verkehr. Verkehrsaufkommen wird immer größer. Ja. Ja, leider. Ja, so, und meinst du, gleich gehen wir noch mal, ne? Auf jeden Fall. Ja. Bei Nacht, sage ich schon, aber im Dunkeln sieht das ja immer ganz schön aus. Man Mit der Beleuchtung, ne? ist hier vorbeigekommen an einigen Ständen und Ja. hat gesehen, ach, das sieht sehr, sehr schön aus. Wie gesagt, Münstereifel ist an sich schon schön. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht nach Jahren, wo wir nicht mehr hier waren. Ja, nach der Flut, wie weit der Wiederaufbau jetzt Genau, für den ja. ist. Ne? Ja, schauen wir mal. Ja. Okay, dann mal bis später. Hier vor der Altstadt hat man noch ein größeres Outlet-Gebäude gebaut, gegenüber vom Aldi direkt. Sieht natürlich mit den Weihnachtsbeleuchtungen immer alles sehr schön aus. Und selbst die Privatleute hier, zum Beispiel hat einer im Vorgarten eine Krippe gebastelt, ganz toll anzusehen. Wir werden jetzt durch dieses festlich geschmückte Stadttor uns in die Altstadt begeben. Ja, guten Morgen erstmal. Neuer Tag, neues Glück. Und wir nutzen hier am Parkplatz diese Behelfsbrücke, die hier über die A angelegt worden ist, um eine kleine Abkürzung Richtung Stadt zu nehmen. Hier der Reiher im Bach, der lässt sich auch nicht beeindrucken von Autos oder Fußgängern. Aber man kann sich auch nicht vorstellen, dass so ein kleines Bächlein hier, die A, zu so einem Überschwemmungschaos geführt hat.
So, heute Morgen verlassen wir Bad Münstereifel bei relativ schönem Wetter. Der blaue Himmel ist sogar ein bisschen sichtbar und fahren Richtung Nettersheim. Da wollen wir heute noch mal ein bisschen. Wie man am Wegesrand sieht, hat sich hier die Straßenmeisterei auch schon auf den Winter eingestellt und diese orangen Stangen aufgebaut. Ja, wir nähern uns jetzt hier dem Stellplatz, wobei die Zufahrt nicht so sonderlich einladend aussieht. Die Straße ist ziemlich schlecht und der Stellplatz befindet sich wohl hier hinter so einem Art Bauhof, also nicht so sehr einladend. Aber der Stellplatz ist eben außerhalb und sehr ruhig gelegen. Ja, hallo. Jetzt sind wir auf dem Wohnmobilstellplatz hier in Nettersheim angekommen. Wir haben heute Morgen noch mal kurz den Wagen umgestellt von Bad Münstereifel nach Nettersheim. Ja, der Wohnmobilstellplatz hier ist sogar noch relativ gut besucht. Kostet jetzt allerdings anders als im Internet angegeben oder auch auf der Hinweistafel hier nicht 11,50 €, sondern laut Parkautomat dann 13,50 € inklusive Versorgung und Entsorgung, beziehungsweise wenn man Frischwasser haben will, kostet noch mal irgendwo einen Euro extra. Die Versorgungsstation ist hier 50 Meter weiter die Straße runter. Ja, und wir starten jetzt hier zu einer kleinen Wanderung bei nicht so schönem Wetter, aber es ist noch trocken und wir schauen mal, was wir hier zu sehen bekommen. Hier ist jetzt übrigens die Ver- und Entsorgung, also die ist so halbkreisförmig angelegt, Ein- und Ausfahrt, also bequem zu befahren. Hier haben wir so ein paar alte Kalkbrennöfen aus dem 19. Jahrhundert. Und wir sind ja hier im archäologischen Landschaftspark Nettersheim unterwegs. Schauen, was wir da noch alles so finden. Da kann man sogar durch, ne? Gitter ist da gerade verschwunden. Okay. Ah ja. Geht einmal ganz rum. Ah ja. Und hier wieder raus. Ja, wir sind jetzt hier ein Stück entlang der Urft gewandert und kommen jetzt hier an die sogenannten Römerweiher. Aber die ganze Eifel ist ja, altes Römergebiet, sage ich einfach mal. Hier gibt es ja so viele Fundorte historischer Stätten.
Da hinten am Waldrand hat doch jemand einen Tannenbaum geschmückt. Aber unser Weg führt da nicht vorbei. Aber Gitta wollte trotzdem noch mal eben ein Foto machen. Ja, hier kann man irgendwas beobachten. Ich weiß nur noch nicht was. Wie man sieht, sieht man nichts. Einen kleinen Pavillon haben wir hier gefunden, wo wir jetzt doch mal ein Päuschen machen können. Ne? Jo, gut mal Zeit. Bütterken und heißen Tee? Mit Schuss. Mit Schuss, oh. Ah, Jetzt sind wir doch noch an dem Weihnachtsbaum vorbeigekommen, am Rückweg. Mitten im Wald oder am Waldesrand hat sich jemand die Mühe gemacht, den Baum schön zu schmücken. Schöne Idee. ja, guten Morgen oder besser gesagt guten Mittag. Ja, Denn im moin. Wintermodus, da schlafen wir ein bisschen länger. Beziehungsweise frühstücken auch viel später. Ja, und Ja. ausgiebig und ganz ruhig lassen wir den Tag beginnen. Ja, wir waren 2 Tage ja in Bad Münstereifel, haben die Stores leer gekauft und den Weihnachtsmarkt besucht. Wirklich, das hat mir uns sehr gut gefallen. Dann sind wir ja nach Nettersheim gefahren, auf einen ganz ruhigen Stellplatz. Da waren wir auch schon mal und haben dann eine Wanderung gestartet. Der Wetterbericht meinte, es wäre sonnig und kein Regen. Naja, das hat wohl nicht so ganz hingehauen, denn in Natura war es so, es war wohl lange Zeit trocken, aber sehr bewölkt und dann kam nachher auch ein bisschen Nieselregen dazu, nicht dolle. Naja, die Wanderung war sehr schön und wir haben gedacht, naja, bei dem Wetter werden wir wohl ziemlich alleine sein. Aber Denkst du, ne? ja, denkste, es waren Wandergruppen und auch Paare unterwegs und irgendwie haben wir alle wahrscheinlich diese Mystik des Nieselregen, Tannenwaldes in uns aufgenommen und fanden das eigentlich ganz schön. Also bereut habe ich es nicht. Wir haben auch in der Schutzhütte noch ein schönes Picknick gemacht. Ich hatte ja Tee mit Jagertee gekocht. Der tat dann richtig gut. Und als Highlight der Wanderung würde ich sagen, wir latschen so durch den Tann und auf einmal sehe ich da hinten eine kleine Tanne stehen und die war voll geschmückt. Mitten im Wald, weit und breit, kein Haus, kein nichts. Da waren schöne rote Kugeln dran, weiße Schleifen, rote Sterne. Also ich konnte das gar nicht glauben, das war irgendwie wie so ein schöner 3. Advents-Weihnachtsgruß. Hat uns sehr gefallen, wir haben Spaß gehabt. Ja, dann zurück zum Wagen. Da haben wir noch den Abend ausklingen lassen mit einem schönen Abendbrot. Ich hatte vorher morgens schon gekocht. Ja, so dass man jetzt ganz gemütlich einen Abend verbracht hat. Und dann, wie gesagt, früh zu Bett gegangen. Und ich habe da leider einen kleinen Fauxpas begangen. Ich dachte, oh, was ist das schon so hell nach dem ersten Schlaf? Und Gitta meinte heute Morgen um 3:30, die Nacht wäre schon zu Ende. ich habe die Adventsbeleuchtung angemacht, die ich mitgebracht hatte. Und Ralf meinte so, hä, was machst du denn? Ja, ich sag, wieso? Ist doch schon morgen. Nee, 3:30. Das kam wohl dadurch, dass wir direkt unter einer Laterne standen und das Licht so durch die Verdunkelung reinleuchtete und ich dann in dem Irrtum war, dass es eben schon frühen Morgen war. Naja, alles rückgängig gemacht, Augen zu und siehe da, bis 9 Uhr geschlafen. So kann es gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao.